Ihr Lieben, und wieder steht uns ein sehr starker Neumond bevor. Und wie ich in meinem Blog bereits schrieb, werden sich die massiven Energiewellen und Spannungen, die wir jetzt erleben, bis zum Neumond und darüber hinaus noch verstärken. Und ja, der Neumond im Stier, der uns am 27. April bevorsteht, bringt sehr starke Energien des Wandels mit sich. Ein neuer Zyklus beginnt und mit dem Stier geht es um Erdung und unsere Sicherheit, ja, um unsere Mutter Erde und auch unsere Werte, die es zu schützen gilt. Und damit geht es eben auch ganz stark darum, uns bewusst zu werden, was wahrhaft wichtig ist, was wir wirklich wollen für unser Leben und die Zukunft dieser Welt. Die Opposition zwischen Mars im Löwen und Pluto im Wassermann wird mit diesem Neumond exakt, was diese neue Mondin La Luna ganz besonders macht, denn es sind mächtige Energien, die damit auf uns wirken. Oh ja, die Opposition der beiden wird nun seit Anfang November 24 zum dritten und letzten Mal exakt. Machtkämpfe und Auseinandersetzungen im Außen können damit nochmals verstärkt getriggert werden, sich zeigen, aber auch Widerstände und Ängste in uns. Doch es liegt jetzt an uns selbst, diese starken Energien weise und für den Antrieb, für unseren neuen Weg zu nutzen und uns nicht in Wut und Aggressionen hinein und hinunterziehen zu lassen. Mit dem Quadrat zu Mars und Pluto und der Opposition zu Lilith ergibt sich jetzt ein riesiges Spannungsfeld, mit dem wir jetzt auf unsere grundlegenden persönlichen und gesellschaftlichen Werte geprüft werden. Ja, es sind massive Energien des Wandels, der jetzt immer schneller voranschreitet und die über uns und durch uns hinwegfegen und uns ganz schön durcheinander wirbeln können, auch weil sich das Alte immer mehr auflöst, zu bröckeln beginnt. All das, was uns bislang Sicherheit gab, doch festhalten funktioniert nicht mehr. Und so sind wir jetzt ganz stark gefordert, loszulassen, was nicht mehr zu uns gehört, was keinen Bestand mehr hat. Und bei all den Turbulenzen und Herausforderungen ist es jetzt unglaublich wichtig, wirklich gut auf unsere Energie zu achten und wohin wir sie geben. Das heißt, sie nicht mehr im Alten zu verschwenden, in dem, was wir nicht mehr wollen. Denn das Nein oder Nicht existiert nicht im Universum. Alles, auf was wir verstärkt unsere Aufmerksamkeit richten, verstärkt sich im Guten wie im Schlechten. Und das bedeutet, uns jetzt wirklich klar zu werden und uns gezielt darauf auszurichten, was wir wahrhaft wollen, was unser neuer Weg ist. Fühle und du weißt. Und ja, es ist auch genau dieses starke Gefühl, das so viele jetzt haben von es reicht, das uns antreibt. Durch die Konjunktion von Venus, Saturn und dem Mondknoten, der am Ende des Fischezeichens steht, erhalten wir zu diesem Neumond sehr viel spirituelle Unterstützung, was aber auch heißt,
fest im Vertrauen in uns und unser Fühlen zu bleiben und uns nicht in Ablenkungen zu flüchten, um uns nicht mit den herausfordernden Energien und Veränderungen auseinandersetzen zu müssen. Und auch wenn es viele um uns herum gibt, die weiter in der alten Matrix tanzen, jetzt ist die Zeit, uns zu entscheiden, denn die Schleier fallen immer mehr mit den sehr hohen kosmischen Lichtwellen, die zu uns kommen. So vieles muss und will sich bereinigen jetzt, im Außen wie in uns, was nicht immer leicht ist. Bleibe im Fluss, atme, erde dich und wisse, hinter all dem steht das Licht deiner Seele, das sich aus der alten Matrix befreien will und uns wieder an unseren Ursprung erinnert, an unsere wahre Seelenkraft. Sag ja zu dir selbst, zu deiner Wahrheit, deinem inneren Wissen. Lass dein Licht leuchten und entscheide dich für deinen Weg. Und noch etwas, gewaltige kosmische Energien sind am Wirken in uns, in Mutter Erde und in allem Leben um uns herum. Alles verändert sich und das immer tiefgreifender, immer schneller. Doch auch wenn du dich manchmal verloren fühlst, Zeiten verschwimmen und das verrückte Geschehen auf dieser Weltenbühne immer surrealer wird, du dich immer mehr fremd in dieser alten Welt fühlst. Wisse, du bist mehr als das, was du denkst, größer als dir jemals gesagt wurde, stärker als all die Grenzen, die dir durch Manipulation, Angst und Trennung von außen auferlegt wurden. Es endet, sobald du nicht mehr mitspielst, dich löst vom Müssen und dich wieder mit dir selbst verbindest. Diese Welt, wie wir sie kennen und sehen, ist nicht das, was tatsächlich existiert, weil deine Seele, dein Geist, dein Bewusstsein unendlich sind. Und genau dieses Wissen trägst du in dir, sobald du die lauten Stimmen im Außen ausschaltest, in die Stille gehst, statt nur darauf zu reagieren, was da ständig auf uns einprallt. Wenn du atmest, innehältst, deinen Blick weitest, löst sich die Illusion, die dich gefangen hält, immer mehr und du wirst Klarheit gewinnen. Die alte Matrix zerfällt, nicht durch Kampf, sondern durch Bewusstwerdung, durch das Ja zu uns und zu dem, was wir wirklich wollen. Durch die Erinnerung an die Wahrheit, an unseren Ursprung und die Verbindung mit allem. Es ist das Licht in uns, das sich endlich befreien will. Und es sind so viele, die mit uns gemeinsam diesen Weg gehen. Oh ja, wir erkennen uns tief im Herzen verbunden. Es ist Zeit, ihr Lieben, nicht mehr länger dahin zu schauen, was wir nicht mehr wollen. Nicht mehr gegen die Dunkelheit anzukämpfen, sondern das Licht zu sein. Wahrhaft, ehrlich, mutig, liebend, frei. Lassen wir uns mitnehmen auf dieser gigantischen Welle des Wandels hin zum Neuen und zu unserem wahren Seelenselbst. Und wie man so schön sagt, alles neu macht der Mai. Denn die Energien dieses starken Neumonds
und der Erneuerung sind es auch, die in den gesamten Mai hineinwirken werden. Und damit sende ich alles Liebe zu euch, eure Silvia.